Wir haben halt festgestellt, dass gerade auch der Verkaufserfolg auch maßgeblich mit dem Alter der Kunden zusammenhängt und auch mit der Bereitschaft, sich mit modernen Technologien auseinanderzusetzen. Da herrscht halt gerade bei Menschen aus der älteren Generation eher noch so eine generelle Zurückhaltung gegenüber solchen Geschichten. Also natürlich benutzen wir auch die schon gezeigten Prospekte für Bliss und auch für Matic, mit denen arbeiten wir natürlich auch, aber wir haben halt darüber hinaus auch einfach mal solche Musterwürfel eben geschaffen, wo einfach nochmal die beiden Systeme auch nochmal ein bisschen erklärt werden. Ja. Und das ist halt gerade auch gut für Kunden, die sowas in den Ausstellungsräumen vielleicht präsentieren möchten. Da kann man sowas einfach mal auf die Theke stellen oder in der Richtung. Oder wer möchte und Platz zur Verfügung hat, da haben wir auch hier so ein Plakat oder ein Poster in einem DIN A1-Format erstellt, was man sich auch gerne in die Ausstellungsräume hängen kann. Und wir haben natürlich, ist ja auch logisch, unsere Kunden mit Musteranlagen natürlich ausgestattet, damit die auch das zeigen können. Und was wir für unsere Kunden auch noch gemacht haben, sind ja solche, ich nenne es mal, Anleitungen zum Bedienen. Einmal für Hermetic, das sind einfach schlichte Bedienungsanleitungen, damit sich die Kunden, die sich eben gerne damit beschäftigen wollen, halt einfach da auch mal durchlesen können und sich einfach mit dem System vertraut machen können. Ganz einfach gesagt, was gefällt Ihnen denn am besten oder was ist die schönste Sache an Bliss und Ease? Ja, also generell ist es halt einfach die Funktionalität des Systems. Ja? Also wir haben wirklich Anlagen, die seit dem Testlauf letztes Jahr im März und April laufen und das nahezu einwandfrei. Und auch mit allen möglichen Zeitprofilen, allen möglichen Zusatzeinstellungen, die laufen eigentlich überwiegend sehr einwandfrei, muss man sagen. Gerade das Bliss-System hat natürlich den Vorteil, man braucht hier keinen zusätzlichen Access Point. Genau. Und auch man muss kein Smartphone verwenden, wenn man das nicht machen will oder wenn man das nicht verknüpfen möchte. Das ist alles optional und es ist halt auch einfach sehr benutzerfreundlich und auch einfach preiswert. Für uns oder was wir gerne als Anregung vielleicht noch mitgeben möchten, ist vielleicht einfach die Einführung eines Modells, wir nennen das mal AA24, einfach wie eine BB24, nur halt eben als Bliss- und Ease-Variante. Genau. Genau, dann auch vielleicht eine Fernbedienung mit einer ordentlichen Wandhalterung, da man ja dann zwar auch mit dem Smartphone bedienen kann, aber so eine Fernbedienung wird schon gerne als Zusatzbedienelement gewünscht. Und vielleicht auch einfach für Neubauten oder für neue Gebäude einfach eine Modellerweiterung, wo man einfach vielleicht keine Batterien verwenden muss, wo man einen Kabelanschluss hat. Das sind jetzt so Anregungen von uns, die so wie wir denken, ganz sinnvoll wären. Okay. Was wir uns auf jeden Fall erhoffen ist, dass wir gerade auch die Anwendung von akkubetriebenen Plissier- und Duettanlagen, dass wir die einfach erhöhen wollen von wirklich nahezu 0%, wie es vor Beginn dieses Systems noch der Fall war, auf wenigstens mal 5% langfristig zu erhöhen. Das ist eigentlich schon so das Ziel, was wir verfolgen. Ja. Und was wir natürlich auch wollen, ist ein breiteres Feld einfach auch an Fachhändlern abdecken zu können. Gerade auch Leute, die motiviert sind, solche motorisierten Antriebe nach vorne anzutreiben und die sich damit einfach gerne befassen. Okay. Genau, das sind so die Ziele, die wir eigentlich langfristig verfolgen.